Ein Bauprojekt der Superlative. Umstritten und umkämpft. Frankfurt, die Bankenstadt, soll ihr historisches Herz zurückbekommen. Eine neue Altstadt. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe, die hat man, glaube ich, nicht so oft in seinem Leben. Das ist ein einmaliges Projekt in Deutschland. Also man ist dann schon stolz irgendwie darauf, dass man daran mitwirken kann. Ich habe einige Hochhäuser in Frankfurt auch verantwortet und gebaut. Aber das Dom-Römer-Projekt toppt es bei Weitem. Die Handwerker, Spezialisten im Denkmalschutz. Jeder Balken erzählt eigentlich schon seine eigene Geschichte. Januar 2012. Der Grundstein wird gelegt. Da ich eine große Freundin des Städtebaus bin, halte ich es für ganz bedeutend, dass in der Stadt Frankfurt ein Teil der Innenstadt den nachwachsenden Generationen zeigt, wie früher Städtebau war. Der alte Stadtkern war verwinkelt, eng, mit unzähligen Gässchen. Heute hat Frankfurt das Image der kühlen Bankenstadt. Zwischen Dom und Römer sollen nun auf 7000 Quadratmetern 15 originalgetreue Rekonstruktionen und 20 Neubauten in historischer Anlehnung entstehen. Ein kleiner Teil der zerstörten Altstadt und neuer Mittelpunkt der Metropole. Computergrafiken zeigen, wie es aussehen soll. Ein Jahrhundertprojekt, von Anfang an umstritten. Wir mussten dann natürlich verhindern, dass die Altstadt jetzt eine folkloristische Veranstaltung wird. Und deswegen ist das, was jetzt kommt, tatsächlich eine Melange, sage ich mal, aus alt und neu, ganz bewusst auch. Ja, wir treffen uns ja gleich nochmal auf der Baustelle und müssen uns nochmal mit diesem Farbkonzept beschäftigen. Ja. Die Stadt hat extra eine Tochtergesellschaft gegründet, die Dom Römer GmbH, die das Vorhaben realisieren soll. Holzbauteile im Erdgeschoss. Im Vorfeld hatte es jahrelange politische Streitereien im Stadtparlament gegeben und Bürgerproteste. Einige wollten eine neue, moderne Architektur, andere Altes mit Neuem mischen und wieder anderen war das nicht historisch genug. Wenn ich eine historische Stadt aufbaue, dann baue ich eine historische Stadt auf. Und nicht so ein Mischmasch da, nicht vorne und nicht hinten. Das ist ja grauslich, das ist moderne, das passt nicht hierher. Die Frankfurter Altstadt. Anfang des 20. Jahrhunderts eine der besterhaltenen Altstädte Mitteleuropas. Viele Häuser und Gassen blieben seit dem Mittelalter fast unverändert. Und die Frankfurter Geschichte geht an dieser Stelle noch weiter zurück. Diese Mauern sind Zeugnisse aus der Römer- und Karolingerzeit. Sie sollen später in einem der Neubauten zu sehen sein, als Teil der Mischung aus alt und neu. Finde ich bei allen Diskussionen, die es gab und noch gibt und noch weiterhin geben wird, finde ich es gut, dass man sich eben bewusst für diese Mischung entschieden hat. Und ich finde es auch gut, dass man nicht gesagt hat, wir machen alles neu, wir rekonstruieren alles. Ich finde, beides wird dem Ort nicht gerecht. Ich finde, genau diese Mischung finde ich in der Tat die richtige Entscheidung. Vor der Kulisse der Skyline, unweit des Bankenviertels, beginnen 2012 die Arbeiten für das Projekt. Ein schwieriger Spagat zwischen historischen Rekonstruktionen und modernen Bauvorschriften. Also es ist eine moderne Fachwerkbauweise, ne, die die Anforderungen, sei es Schallschutz und Bauphysik und alles, was es gibt, noch Brandschutz vor allen Dingen, quasi der heutigen Zeit mit berücksichtigt. Von daher sind das schon moderne Fachwerkhäuser und ich finde, das ist schon, wenn man genau hinguckt, was Tolles. Wir wollen hier auf keinen Fall ein Museum haben, wir wollen auch kein Disney World haben, wir wollen auch keinen Hessenpark haben, sondern wir wollen einfach ein Stück Stadtreparatur machen. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass dieses Stück Stadtreparatur in der Form gelingt, dass sich das Quartier einfach wegspiegelt, angenommen wird und funktioniert. Unter der Baustelle befindet sich eine Tiefgarage mit 600 Stellplätzen und eine U-Bahn-Linie.
Massive Betonplatten müssen für Stabilität sorgen, bevor der Hochbau 2013 beginnen kann. Das ist ein ganz wichtiger Zeitpunkt, dass man jetzt endlich mal nach den ganzen Jahren der Vorplanung jetzt endlich mal anfängt, die Häuser zu sehen. Also dass es jetzt damit losgeht. Das ist halt ein ganz, ganz toller Augenblick. Ja? Wenn dann die ersten Wände nach oben wachsen und nach den bald 4, 5 Jahren, an denen wir jetzt planen, man dann wirklich anfängt, die Häuser zu sehen. Und man sich dann, also nicht nur wir, ich glaube, wir können uns ganz gut vorstellen, wie das nachher aussieht, aber auch so die Bürger der Stadt und die Besucher sich langsam mal vorstellen können, wie das hier nachher mal räumlich aussehen wird. Hier soll einmal der Mittelpunkt des neuen Viertels liegen, so wie früher. Das ist der Hühnermarkt, das ist so der zentrale Platz des Altstadtquartiers. Und das ist natürlich schon so das Herzstück. Ja? Also hier steht nachher dann auch der Stolzebrunnen, der gerade noch auf dem Stolzeplatz steht, der wird dann nachher hierher versetzt. Und das ist natürlich der Mittelpunkt, also sowohl geografisch der Mittelpunkt von dem Areal, aber halt auch so der zentrale Platz. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Ort hier. Für die 35 Häuser mit 80 Wohnungen gibt es rund 400 Interessenten. Der Quadratmeter für bis zu 7.000 € bei Baubeginn eher oberes Preisniveau. Aus heutiger Sicht eine lohnende Investition. Da sind schon Wohnungen dabei, die ich unglaublich schön finde. Sowohl vom Grundriss her und da sind auch Häuser dabei, die finde ich von der Gestaltung her wahnsinnig schön. Das finde ich wirklich toll. Und da gibt es ohne Frage Häuser, oder Wohnungen, in denen würde ich wohnen. Das ist nur außerhalb meiner Gehaltsklasse. Die Goldene Waage ist die bedeutendste Rekonstruktion. Sie war einst Prunkstück der Frankfurter Altstadt, Postkartenmotiv und das in Deutschland am meisten fotografierte Haus. Ein wegen seiner Religion aus Belgien geflohener Gewürzhändler hatte sie um 1600 gebaut. Die pompöse Fassade war damals heftig umstritten. Die Goldene Waage war halt ein Handelshaus von einem flämischen Kaufmann. Hat ganz viele Beziehungen zur Geschichte von Frankfurt und ich finde es toll, dass ich daran beteiligt sein kann, ein klein wenig, dass sowas wieder entsteht. In diesem Haus finden sich Originalsteine der Altstadt, sogenannte Spolien. Nach dem Krieg wurden Trümmer häufig woanders verbaut. In Katalogen waren diese Steine verzeichnet. Im ganzen Rhein-Main-Gebiet werden sie nun gesucht, angekauft und ausgebaut. Ja, Stück für Stück. Vorsicht, dass die Finger nicht dazwischen sind. Auf jeden Fall. Es kann immer was passieren. Man weiß es nicht, wie der Stein eingesetzt wurde. Wann immer möglich nutzen die Architekten und Handwerker solche Originale. Diese Steine stammen aus der Goldenen Waage und einem weiteren Haus der Altstadt. Sind keine Fundstücke vorhanden, fertigen Steinmetze Nachbildungen an, mit Steinen aus der Region, aus der auch die Originale stammen, damit alt und neu harmonieren. Dieser Steinmetzbetrieb aus Bamberg arbeitet mit Mainsandstein. Die Schale für das sogenannte Belvederchen der Goldenen Waage ist allerdings aus Marmor. Bei den Steinen haben wir natürlich das Glück, dass wir in vielen Fällen auf Quellen zurückgreifen können, die damals auch schon Quellen waren für Mainsandstein oder so. Die Brüche gibt es heute noch, zumindest in der Region. 2015 ist der Hochbau in vollem Gange. Heute passen die Steinmetze auf einer Wendeltreppe ein Fensterelement für die Goldene Waage ein. Das muss schon auf einen Millimeter passen. Wenn das nicht auf einen Millimeter passt, weil diese Steine ziehen sich bis nach oben hin, das Gewände. Und wenn das nicht auf einen Millimeter passt, ja, dann haben wir schlechte Karten. Dann kommen wir oben nicht da an, wo wir ankommen sollen. Deswegen muss das schon akkurat eingebaut werden. Aber ein bisschen noch rüber, ne? Es passt perfekt. Das Fenster ist damals jetzt fertig geworden. Jetzt wird da oben drauf betoniert, damit die Stufen wieder draufgesetzt werden können in den Beton. Oder auf den Beton, eher gesagt. Und ja, damit ist das Fenstergewände fertig. Und ja, jetzt machen wir erstmal wieder mit Stahlbeton weiter. Viele Arbeiten sind aufwendig, gehen nur langsam voran. Trotzdem wachsen die Gebäude.
Bis zu 400 Handwerker sind zeitgleich im Einsatz. Sie bauen in einem Mikrokosmos, mitten im Zentrum der Großstadt. Das Areal ist ja gar nicht so groß. Das ist ja so groß wie ein Fußballfeld. Das ist ja gar nicht mal so groß. Und das ist eher so, das geht mir selber auch, so ging mir selber so mittlerweile vielleicht nicht mehr so sehr, dass wenn man die Pläne sieht von dem Areal, denkt man immer, es ist viel größer, als es in Wirklichkeit ist. Wenn man dann draußen steht und sieht, naja, also es ist ja kein Stadtteil, es ist ein Areal, das ist so groß wie ein Fußballfeld. Stellt man fest, Mensch, so groß ist es ja gar nicht. Und hier kommen 35 Häuser drauf, ja, das ist ja der Wahnsinn. Die Frankfurter Altstadt. 2000 Fachwerkhäuser dicht an dicht. Stickige Luft, Schmutz, Gestank gehörten zum Alltag. Ratten waren eine Dauerplage. In Teilen des Altstadtviertels wohnten die Armen. Erst spät gab es fließendes Wasser und Kanalisation. Mehrmals gab es große Brände. 1719 verschärfte die Stadt deshalb die Bauvorschriften. Die Häuser durften nach oben nicht mehr so ausladend sein und nur noch kleine Mansarden waren erlaubt. Und dennoch hatte die Altstadt einen ganz eigenen Charme mit ihren engen Gassen und kleinen Geschäften, ein Sammelbecken vieler Menschen. Auch wenn nur ein winziger Bruchteil wieder aufgebaut wird, die Baustelle auf engem Raum braucht eine strenge Logistik. Darum kümmert sich eine eigene Firma. Und auch der Brandschutz, der Fluchtwege und Rettungsgassen verlangt, fordert die Planer. So grundsätzlich hätten wir nach Landesbauordnung jedes Haus als Einzelhaus betrachten müssen. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir haben größere Häusergruppen zusammengefasst, auch manchmal über Gassen hinweg. Damit erschlagen wir den Brandüberschlag im wahrsten Sinne. Wir können also das beurteilen im Grunde wie ein Einkaufszentrum ohne Dach, und das hat dann eben eine andere Voraussetzung. Und das hat uns Freiräume geschaffen, wie wir auch eben Häuser eng nebeneinander bauen können und die Brandschutzvorschriften somit einhalten. Die Bauten von heute sind vergleichsweise sicher, dank moderner, brandhemmender Baustoffe. Von außen wird man den Häusern später nicht ansehen, wie viel moderne Technik in ihnen steckt. Auch im Bau immer wieder die Mischung aus alt und neu. Das stellt Architekten, Planer und Handwerker vor große Herausforderungen. Ist gleichzeitig aber auch einmalig für sie. Weil alles rekonstruiert wird von früher, weil so heutzutage keiner mehr bauen würde, weil es A viel zu teuer ist und B viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, weil heute immer schnell gebaut werden soll. Und jetzt, wenn man so ein Treppenhaus sieht, das freut einen schon irgendwie, weil sowas wird einfach heute nicht mehr hergestellt. Und deswegen ist es schön, dass man so einen Auftrag mal wieder machen kann. Das neue Altstadtviertel wird am Ende mehr als 200 Millionen Euro kosten. Fast doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Etwa die Hälfte ist durch Verkäufe finanziert, den Rest muss die Stadt aus ihrem Haushalt zuschießen. Jedes Bauteil ist eine Einzelanfertigung. Und das ist für wo? Zwischengang Haus 23b zu Haus 23a. Also Also Trauberstraße 23a zu 23b. Ja. Dieser Durchgang. Die werden jetzt gegossen, ausbetoniert, dann wird am Montag werden sie zwischen die beiden Gebäude gestellt und dann verankert. Du kommst nicht so schnell auf Leistung, du machst viel weniger Kubikmeter Beton, viel weniger Schalung. Das Ganze ist viel aufwendiger. So, wenn ich gerade Wände habe, mache ich Fläche, mache ich Kubikmeter, Tonnage. Hier ist es eigentlich nicht die Tonnage. Hier, was hier uns auszeichnet, ist dann später diese Genauigkeit. Das, wo du immer sagst, Mensch, das ist doch schön. Je weiter der Bau vorangeht, desto mehr wächst das Interesse der Frankfurter.
Am Anfang war ja die Stimmen eher kritisch. Ne? Die Fotos waren ja auch nicht besonders gut, aber mittlerweile ist es so, dass man draußen bei den Häusern schon sieht, und das merkt man auch in der Presse ja teilweise, ne, dass da sehr viel Detailarbeit erforderlich war. Und ich denke, das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. Anfang 2016. Die Baustelle macht Fortschritte. Also was die reine Bautätigkeit angeht, in Prozent ist das gar nicht so einfach zu sagen. Ich würde mal sagen, das sieht zwar nach mehr aus, aber es fehlt ja noch ein kompletter Innenausbau. Jetzt sind wir vielleicht bei 25%, mehr ist es noch nicht, weil eben der Innenausbau kommt noch. Unter den 35 Häusern ist auch das Haus von Konstantin Mettenheimer. Seiner Familie gehörte schon früher ein Haus in der Altstadt, das sogenannte Haus Würzgarten. Das will er jetzt nach altem Vorbild wieder aufbauen. Als ich noch überlegte, ob ich das kaufen soll, sagte ein Freund zu mir: Konstantin, wo Mettenheimer draufsteht, da muss auch Mettenheimer drin sein. Konstantin, du musst das kaufen. Und das war letzten Endes dann der letzte Schub, damit ich mich dann entschlossen habe zu sagen, okay, das kaufe ich, ist ja schließlich Familie. Das Haus liegt direkt am sogenannten Krönungsweg, eine der begehrten Lagen. Es soll wie früher ein Wohn- und Geschäftshaus werden. Unten kommt ein Laden rein. Ich habe 2 interessante Mieter. Schauen wir mal, was daraus wird. Auch schöne Läden, Unternehmen. Oben gibt es 2 Maisonette-Wohnungen. Die erste etwas großzügiger bei 2 Etagen, die zweite extrem charmant, so ein bisschen verwinkelt. Ganz oben unterm Dach, man sieht das auf diesem Bild hier ganz gut, ist die Frankfurter Nase. Da war nämlich ursprünglich der Fürst mal so. Und dann hat man hier reingebaut. Und dadurch ist der Raum hier oben zwischen 4 Meter hoch hier und sozusagen 0 im Winkel da. Macht eine ganz charmante Dachwohnung. Mehr als 1 Million Euro wird ihn das neue Haus kosten. Und allein während der Bauphase deutlich an Wert zulegen. Die Familiengeschichte dahinter unbezahlbar. Mein Vater, der sehr viel älter war als ich und die Frankfurter Altstadt noch kannte, sagte, es war eine der nettesten, romantischsten, verwinkelsten deutschen Altstädte, die er kannte. Er war viel rumgekommen, Leipzig, Berlin, Hamburg, viele deutsche Städte. Und er sagte, es war ganz entzückend, bis es halt im Zweiten Weltkrieg leider zerstört wurde. Im März 1944 wurde bei 2 britischen und einem amerikanischen Luftangriff die historische Altstadt völlig zerstört. Von 2000 Fachwerkhäusern blieb nur ein einziges stehen. 1500 Menschen kamen ums Leben, Tausende wurden obdachlos. Die bis dato größte deutsche Altstadt lag in Trümmern. Von damals 2000 Fachwerkhäusern sollen nun 35 wieder aufgebaut werden. Nur ein winziger Teil. Von der Goldenen Waage blieb nur ein einziger Balken übrig. Der wird nun originalgetreu in einem Zimmermannsbetrieb in Lemgo nachgebaut. Dies ist der einzigste hölzerne Originalbalken, der noch erhalten worden ist nach der Zerstörung. Und diesen Balken hatten wir 1:1 hier aus dem Historischen Museum aus Frankfurt. Und den konnten wir genau kopieren, 1:1 von der Größe her, von der Schnittstiefe her, von der ganzen Hieb des Eisens. Und das ist eben ganz genau authentisch kopiert. Die Zimmerei ist auf Denkmalschutz und Fachwerk spezialisiert, wie viele der Handwerksbetriebe beim Altstadtprojekt. Sie alle mussten sich vorab mit entsprechenden Referenzen bewerben. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das auch mit das letzte Rekonstruktionsgebäude in der Bundesrepublik Deutschland ist, in dieser Größenordnung und in dieser Aufwendigkeit. Und da sind wir besonders stolz drauf und da freuen wir uns riesig drüber, dass wir dieses Gebäude errichten dürfen. Das Holz, das sie verwenden, ist mehrere hundert Jahre alt.
Spezialhändler verkaufen solche Balken aus alten Abrisshäusern. Auf der Rückseite sind die geschnitten und auf der Vorderseite... Jeder Balken erzählt eigentlich schon seine eigene Geschichte, hat seine eigene Oberflächenstruktur, hat seine handwerklichen Spuren der damaligen Herstellung schon, ob Sägespuren sind, ob es Beilspuren sind oder ähnliches. Man hat immer das Gefühl, man hat was Authentisches, Lebendes dabei, was dann also riesig Spaß macht. Die Erfahrung haben wir gemacht, dass wir uns natürlich selber ein Stück weit auch den Markt kaputt gemacht haben. Ja, das Projekt war in aller Munde und auch in der Presse und dann wissen natürlich auch die entsprechenden Händler oder auch Verkäufer, was da auf sie zukommt und dann von Anfrage zu Anfrage stieg dann eben auch der Preis. In Lemgo bauen sie auch das Fachwerk der Goldenen Waage zusammen. Einem Modellsatz gleich werden die Balken durchnummeriert und später in Frankfurt wieder zusammengesetzt. Ja, das sind ja schon mal die Wandelemente. Also das ist halt nachher wirklich Wand von der Goldenen Waage. Und das sind halt also auch gerade so das Zierfachwerk, was zum Teil schon drin sitzt oder was noch außen angepasst werden muss. Das sind halt Sachen, die man von den historischen Fotos kennt und von den Plänen. Und das ist halt jetzt toll, das jetzt hier mal so in echt zu sehen. Man kann halt schon langsam sich vorstellen, was das nachher für ein Gebäude ist. Ein Jahr später, Juni 2016. Die Balken der Goldenen Waage sind in Frankfurt angekommen. Ja? Okay, können wir loslegen? Oder? Anna Mareike Butzer leitet den Einbau. Ablassen. Du gehst unten ans Ende, sicherst gegen den Druck. Wenn der hängt, gehst du gleich außen in die Ecke. Rund 300 Stunden Handarbeit stecken in den Balken. Okay, Jannik, du führst, du gehst schon raus. Es geht jetzt darum, den hier zu positionieren, dass er hier sanft reingeht, weil der ist ja, was haben wir gesagt, der wiegt 388 Kilo. Und das muss eben mit Bedacht erfolgen, dass die ganzen Schnitzereien nicht beschädigt werden, weil wir überall Gerüst drumherum haben und dass sich dann eben keiner verletzt und man eigentlich möglichst nicht unter einer schwebenden Last steht. Genau. So, langsam ab. Genau. Ja, langsam. Stückchen noch. Und ab. Warte mal. Ja. Wir müssen ihn jetzt rausklappen, um das Fachwerk zusammenzubauen. Sprich, diese Zapfen müssen 8 cm hier drin ja verschwinden. Dadurch muss das erstmal alles auseinanderklappen und dann wird es wieder zusammengeführt. Ja, so ist super. Okay, jetzt ein bisschen reindrücken. Stopp. So ist gut. So. Genau. Erstmal absetzen auf der Schwelle. So. Ja. Du musst ein bisschen flacher. Ja. So. Und langsam reinschwenken. Janik, Finger. Ja. Okay. Ich glaube, der Winkel sah gut aus, hier der Senkel, ne? Janik hatte den gerade schon kontrolliert. Ganz leicht. Dann schrauben wir sie doch hin zur Sicherheit. Zu viel, oder? Noch ein bisschen was? So ist gut. Genau so. Okay, so fest. Das ist auf jeden Fall Millimeterarbeit. Es muss ja alles dicht und kraftschlüssig und passgenau zusammensitzen. Heute helfen Kräne und Maschinen. Beim Bau der Goldenen Waage vor 400 Jahren war die Arbeit deutlich kräftezehrender. Eine Meisterleistung damals wie heute. Okay, langsam. Noch ein. Noch ein. Stopp. Da oben auch. Hier. Naja, jetzt kommen wir hier voll ins Muster. Ja, es ist halt so. Da müssen wir hin. Es ist eine der wenigen Fachwerkfassaden, die so aufwendig heute wieder neu gebaut werden. Darfst du nochmal, Janik? So? Höher? So? So? Zeitaufwand und Preis sind einfach zu hoch.
Aber hier wird alles dem historischen Original nachempfunden. Ohne Schrauben und Winkel. So, dann machen wir den Riesen. So, was noch von der Flucht her. So ein Projekt wird man wahrscheinlich nur einmal im Leben haben. Ob Goldene Waage oder andere Fachwerkhäuser. Das Bauen mit Holz ist anspruchsvoll. Holzbauten haben natürlich alle das Problem der Austrocknung. Das heißt, wir müssen sehr penibel darauf achten, dass die Feuchtigkeitsgehälter der Hölzer stimmen, dass das funktioniert. Und wir müssen auch sehen, dass wir überall dort quasi den Fugen vorsehen, wo wir natürlich das Schwinden erwarten. Also wir bauen Hölzer ein mit einem Feuchtigkeitsgehalt noch von 18%, der Rest feuchte, und das wird im Laufe der Jahre noch mal um 10% einfach austrocknen. Und diese Differenz ist eine Verkürzung der Hölzer, die muss natürlich das Bauwerk aufnehmen. Ansonsten haben wir wirklich ganz alte Fachwerkhäuser, die dann auch krumm und schief sind. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ein aus der Literatur bekanntes Haus am Hühnermarkt ist das Haus Melba. Goethes Tante Johanna Melba hat hier gewohnt. Gerade sind die Schreiner am Werk. Das Haus wird nach den noch bestehenden Vorlagen komplett rekonstruiert. Man sieht ja ganz deutlich, dass wir hier verschiedene Hölzer im Einsatz haben. Da, wo wir die hohen Drücke haben, mit den hohen Pressungen, weil Stahlträger eben hohe Lasten aus dem Obergeschoss abtragen müssen, da liegen die dann unten auf einer Eichenschwelle auf. Und diese Eichenschwelle hatten wir unten schon mal angesprochen, sind fast ausnahmslos aus dem Zweiteinsatz. Ja, die haben im Schnitt schon so, sage ich mal, 200, 250 Jahre, würde ich sagen, haben die schon auf dem Buckel, wo sie schon mal eingebaut waren. Ja. Das Haus zählte einst zu den guten Bürgerhäusern Frankfurts. Goethe selber hat ja auch mal eine Zeit lang gelebt, als seinerzeit das Goethehaus saniert wurde und umgebaut worden ist. Und da hat die Familie Goethe hier in diesem Haus gelebt. Ja, das war früher schon draußen dran erkenntlich. Also da war so eine Plakette dran, die kommt auch wieder dran als Nachbildung des Originals. Und insofern ist das hier so ein Goethe-Ort zum Frankfurter und halt auch historisch, ja, jetzt nicht irgendein Haus in Frankfurt. Juli 2016. Im Main-Kinzig-Kreis werden Fenster für die Häuser der neuen Altstadt geschreinert. Auch für das Melba-Haus. Moderne Maschinen fräsen die Fensterrahmen millimetergenau nach den historischen Vorlagen. Die Fenster müssen moderne Schallschutzvorgaben erfüllen, trotz historischer Optik. Das ist eine Kiefer. Die Kiefer haben wir vor 4 Jahren eingeschnitten. Die kommt jetzt aus Fulda, fast am Fulda. Und die nehmen wir jetzt für die Kastenfensterflügel außen. Es muss feinjährig sein, also es muss langsam gewachsen sein. Man sagt dann arme Böden, zum Beispiel in der Rhön. Sie verwenden Nadelhölzer mit engen Jahresringen. Die sind stabil, die Fenster verziehen sich nicht so leicht. Schon früher haben die Schreiner in der Altstadt solches Holz benutzt. Damals, als Goethe seine Tante besuchte und aus dem Fenster schaute. Später schrieb er über seine Besuche bei Johanna Melba: Deren Wohnung und Laden lagen mitten im lebhaftesten, gedrängtesten Teile der Stadt, an dem Markte. Hier sahen wir nun dem Gewühl und Gedränge, in welches wir uns scheuten zu verlieren, sehr vergnüglich aus den Fenstern zu. So wie in den historischen Häusern der Goethezeit werden auch heute wieder kleine Sprossenfenster eingebaut. Der Ansatz der Sprossen ist damals nicht gewesen, dass das so schön aussieht, sondern einfach durch die Herstellung des Glases, das wurde damals mundgeblasen, waren die größtmöglichen Tafeln in der Herstellung ca. 25 x 25 cm. Und aus dem Grund gab es dann Massivholzsprossen und Bleiverglasung. Und das ist der Ansatz der historischen Fenster. Der Krönungsweg ist die zentrale Achse der Altstadt und besonders geschichtsträchtig.
Über ihn schritten einst die frisch gekrönten Kaiser vom Dom zum Festbankett im Kaisersaal des Römers. Im Oktober 2016, nach 4 Jahren Bauzeit, dann die erste offizielle Feier auf dem Krönungsweg, das Richtfest. Es ist exzellent, was Sie hier hingestellt haben. Eine fantastische Leistung. Die Rohbauten aller 35 Häuser sind inzwischen fertig, die Dächer gedeckt. Überall läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Nur wenige Meter entfernt die erste wiederaufgebaute Fachwerkzeile. Vor 34 Jahren auch hier Richtfest. Wir danken den Männern vom Bau mit großer Ehrlichkeit und wir wünschen uns, dass viele auch an den nachfolgenden Generationen das zur Kenntnis nehmen, was wir heute bewundern. Herzlichen Dank. Auch damals war die Rekonstruktion der Fachwerkhäuser umstritten. Baumängel machten schon bald eine Sanierung nötig. Juni 2017. Im Altstadtareal sind die ersten Fassaden fertig. Wir gehen davon aus, dass wir bis Herbst 2017 die meisten Häuser fertig haben. Erste Details werden sichtbar. Wie die Spolien, die andernorts aufwendig ausgebaut wurden. Dass wir hier wirklich diese Originalsteine, Analogspolien eingebaut haben. Die waren nicht an diesem Gebäude, aber in dem Gebiet der Altstadt. Durch diesen großen Kontrast zwischen alt und neu braucht man gar nicht viel erklären, sondern jeder Besucher erkennt, dass das nicht 0815-Architektur ist, sondern dass hier wirklich mit Bedacht auch die Erinnerung an die alte Altstadt gewählt wurde. Dies ist ein Stein aus der historischen Altstadt. Erst auf den zweiten Blick unterscheidet er sich von den Rekonstruktionen der Steinmetze. Der Architekt hat verschiedene Köpfe entworfen und hat dabei Gestaltungsmerkmale auch der unterschiedlichen Epochen genutzt. Und die hat dann ein Steinmetz nach seinen Vorgaben hergestellt und die haben wir jetzt hier eingebaut. Also es gibt auch hier wieder die Kombination zwischen alt und neu. Auch die Fassade der Goldenen Waage ist inzwischen weitgehend fertig. Nun lässt sich nachvollziehen, warum das Gebäude einst zu den beliebtesten Fotomotiven Deutschlands zählte. Als erstes Gebäude vollendet ist dann das sogenannte Stadthaus, das als moderner Veranstaltungs- und Tagungsort dient. Es ist natürlich der erste Baustein. Es hat diese Vermittlungsfunktion immer auch zwischen dem Hauptprojekt und den anderen. Von daher ist es schon schön, wenn man das jetzt hier mal platziert hat und dann kann man auch mit dem anderen besser weiterarbeiten. Der war vermodert. Im Untergeschoss befindet sich der archäologische Garten mit den Grundmauern aus der Römerzeit. Jahrzehntelang galt das Areal um den archäologischen Garten als Schmuddelecke der Frankfurter Innenstadt. Direkt neben dem Technischen Rathaus aus den 70er Jahren, einem Klotz aus Stahlbeton und Asbest. Der Abriss war eine der größten Herausforderungen. Dieses Technische Rathaus war eben, wie man sieht, ein unglaublich massives Gebäude und musste wirklich mit Presslufthämmern runtergeknabbert werden. Das Schwierigste ist in der Tat generell bei solchen Gebäuden, die irgendwie mit Giftstoffen oder Asbest belastet sind, ist die Entsorgung dieses Materials. Es ist wahnsinnig zeit- und kostenintensiv, diese Aufgabe. Und sonst war wieder das Technische Rathaus einfach ein wirklich massives Gebäude. Also deutlich massiver gebaut, als es vielleicht hätte statisch sein müssen. Wir sind sehr tief im Grundwasser mit der U-Bahn und auch mit der Tiefgarage und wir hatten immer ein Auftriebsproblem. Das heißt, wir konnten auch nicht einfach abbrechen, sondern wir mussten ab dem ersten OG, soweit war der Auftrieb gesichert, aber ab dem ersten OG mussten wir immer ballastieren. Das heißt, wir mussten den Abbruch zerkleinern, in Säcke packen und auf dem Areal belassen.
um das Aufschwimmen sozusagen der U-Bahn zu verhindern. Und das war natürlich technisch sehr knifflig. Da hatten wir auch sehr viele Professoren der Bodenmechanik eingebunden, aber es hat gut funktioniert. Ende 2017 sind die meisten Häuser fertig. Bei anderen, wie dem Roten Haus am Krönungsweg, wird bis zuletzt um die Nähe zum historischen Original gerungen. Der Vorschlag des Architekten ist dieses Englisch-Rot. Das ist also ein sehr dominanter Holzton, den wir auch schon in der Goldenen Waage eingesetzt haben. Wir waren eher der Meinung, dass wir das eher zurückhaltend hier machen sollten und die Stützen, wie auch die übrige Holzkonstruktion, mit einer Holzlasur machen, vielleicht ein bisschen dunkler, wie zum Beispiel hier an dieser Stütze sieht man den Vorschlag, den das Farbkonzept vorsah. Mit dem Architekten wollen sie sich heute auf den endgültigen Farbton einigen. Die Basis ist nicht die gleiche. Unser Konzept ist kein Designkonzept, sondern ein der Quellenlage geschuldetes Farbkonzept. Ja, und deswegen kommt da so ein komisches Blau raus hier und da. Ich interpretiere das Englischrot als eine Umsetzung des Ochsenblutrots. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Ochsenblut tatsächlich die Farbe von diesem Englischrot hatte. Vor allen Dingen nicht, wenn es alle 3 Jahre nachgestrichen werden soll. Dann ist es nämlich viel dunkler. Und zum anderen, finde ich, harmoniert das nicht wirklich mit der Fassadenfarbe, die wir auch schon vor Jahren festgelegt haben. Und ich halte es für problematisch, jetzt hier diese ganzen Festlegungen, die schon lange Zeit getroffen sind und mit Zustimmung aller getroffen sind, hier jetzt wieder auf den Kopf zu stellen. Ich habe einen Vorschlag gemacht, wenn Sie das nicht wollen, machen Sie es anders. Das passt doch gut. Also das finde ich, passt für mein Empfinden auch besser als das englische Rot. Ja. Also, so machen wir es, das ist okay. Also haben wir dann die rote Konstruktion von der Schirn. Dieses Projekt ist so ein Spannungsfeld, ja, von Landesbauordnung, von Passivhaus, energetischen Vorgaben, vom Gestaltungsbeirat, von der Politik. Und die haben alle ihre Anforderungen an dieses Projekt gestellt. Ja, und die muss man erstmal versuchen zusammenzubringen und daraus einen Kompromiss zu erwirken. Und die persönliche Meinung ist dann eigentlich das, was am Ende übrig bleibt und wo man vielleicht den Ausschlag im Kleinen dann gibt. Im Frühjahr 2018 ist das sogenannte Haus Würzgarten, das Haus von Familie Mettenheimer, bezugsfertig. Der Familie hatte vor dem Krieg und vor der Zerstörung der Altstadt bereits ein Haus an dieser Stelle gehört. Nun ist im Dachgeschoss auch die sogenannte Frankfurter Nase sichtbar. Hier haben wir unser Fluchtfenster. Das sind diese Besonderheiten bei dieser Enge in der Bebauung, dass im Notfall die Menschen hier rausflüchten müssen und vorne warten müssen auf die Feuerwehr. Ich finde es super. Die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Von der Raumaufteilung finde ich es auch gut. Kleine Geheimnisse bleiben dann übrig. Wie putze ich dieses Fenster? Und warum gibt es die Verteilerdose da hinter diesem Rahmen? Es ist der letzte Tag, an dem die Altstadt abgesperrt ist. Morgen sollen die Bauzäune fallen. Dann steht die neue Altstadt jedem offen. Da werden wir wahrscheinlich viel Lob, aber auch viel Kritik einfahren, denke ich mal. Wenn jetzt jeder von nah mal schauen kann, was hier entstanden ist, wird es viele Überraschungen geben, positive wie auch negative. Was überzeugt, ist wirklich ja die großartige handwerkliche Qualität und auch eben dieser Kontrast zwischen neu und alt, den wir ja auch hier so haben wollen. Viele Gebäude sind inzwischen fertig. Bei anderen, wie der Goldenen Waage, ist der Innenausbau noch in vollem Gange. Baustelle. Ein Tag vor der Eröffnung. Moderne Fußbodenheizung hinter historischer Fassade. Für die Mitarbeiter der Dom Römer GmbH geht ein jahrelanges Projekt nun langsam auf die Zielgerade. Ich habe schon einen großen Trennungsschmerz, das muss ich schon zugeben. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt mit den Käufern so durchgeht und man sieht, wie toll die das alle finden und wie glücklich die sind, hier eine Wohnung gekauft zu haben, ist es auch wieder so eine Freude, das abgeben zu können. Ja. Aber es stimmt einen schon auch wehmütig nach so vielen Jahren, auch mit so einem tollen Team. Man hat auch viele Freunde gewonnen einfach hier in dieser Zeit und es hat einfach Spaß gemacht.
Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann und seine Vorgängerin Petra Roth eröffnen das Gelände im Mai 2018 Seite an Seite. Sie hatte das Projekt einst auf den Weg gebracht. Er war damals noch einer der Kritiker. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist heute ein historischer Moment, auch ganz persönlich für mich. Die Bauzäune sind gefallen. Das ist schon ein Stück eines Lebens. Ne? 9 Jahre sind wir jetzt hier unterwegs. Das ist schon eine lange Zeit, auch ein langes Projekt mit vielen, vielen Facetten. Und von daher ist es ein bisschen Wehmut, dass es jetzt fertig ist. Mein Kind ist ungefähr so alt wie dieses Projekt und das habe ich so wachsen sehen parallel und der war gestern mit hier und für den ist das auch so ein bisschen Abschied und ja, für mich ist das auch so ein Lebensabschnitt und jetzt freuen wir uns auf was anderes. Die Mischung aus alt und neu finde ich super. Kann man kritisieren, ich finde es toll und eine Bereicherung. Es beißt sich nicht, es verträgt sich gut. Ich bin enttäuscht, denn ich habe mir vorgestellt, dass es doch etwas mehr an die Originalgebäude drankommen sollte. Ich habe den ersten Eindruck jetzt in den 10 Minuten erhalten, ich bin in Disney World. Nur ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant, wird die Altstadt fertig. Und mit mehr als 200 Millionen Euro ist sie fast doppelt so teuer wie anfangs kalkuliert. Nach und nach ziehen dann 30 Lokale und Geschäfte ein. Es ist wirklich hinreißend, diese älteren Frankfurter zu sehen, wie sie sich so freuen. Das ist, als wenn das ein neues Herz bekommen hätte, die Stadt. 200 Menschen werden in der neuen Altstadt wohnen. Wunderschön, wirklich. Ich habe mich von Anfang an hier wohlgefühlt. Schon allein diese hohen Räume und diese Großzügigkeit, wie die Wohnung geschnitten ist, das ist wunderschön. Der frühere Leiter des Dommuseums und seine Frau hatten Glück, dass sie im Losverfahren eine der begehrten Wohnungen bekommen haben. Auch Petra Roth kam übrigens als Nachrückerin zum Zug, was für einige Kritik sorgte. Wer hier kaufen durfte, bekam eine Immobilie in bester Lage, die schnell im Wert steigt. Das ist eine Ausgabe, die macht man ja nicht jeden Tag. Wir sind ja Rentner und da machen die, oder man hat gehört, dass die da Zicken machen, um Geld auszuleihen. Da habe ich gesagt, sie fragen uns ja gar nicht hier, wie lange wir noch leben oder so. Und da habe ich gesagt, machen Sie sich keine Gedanken, bis Sie da einziehen. Da ist es schon mal so und so viel Prozent mehr wert. Wohnen und Leben in der neuen Mitte Frankfurts. Dort, wo einst der Schmerz so tief saß. Ich bin 1944 geboren, als hier die Altstadt verbombt wurde. Und meine Eltern saßen später auf dem Römerberg auf den Trümmern und haben geweint, herzlichst geweint, dass sie das alles gesehen haben hier. Und jetzt ist es so großartig geworden hier. Auf der Römerzeil sind ja auch die alten Häuser erst in den Ende 80er Jahre wieder repariert worden. Das war ja schon ein Highlight. Und das jetzt dazu, das ist einfach ergänzend, das ist wunderbar. Der Mensch nimmt von dem Werk Besitz und es fängt an zu leben und die Bewegung kommt rein. Das ist faszinierend, das ist so ein Gänsehautgefühl, wenn man so sieht, wie die Menschen laufen, wie sie schauen, wie sie Ecken entdecken. Das ist wirklich was Faszinierendes. Die neue Altstadt. Rund 5000 Gäste soll sie täglich anziehen. Viele aus Asien, ein Touristenmagnet. Und für die Frankfurter Herzstück und Raum für Erinnerung.